Du denkst, du wärst richtig im Fitness-Game und hast alle Weisheiten mit Löffeln gefressen? Ich wette mit dir, dass einer der folgenden 5 Fehler auch auf dich zutrifft. Aber gar kein Problem, ich habe die Lösung direkt mit parat. Also bleib dran, schau dir das Video an. Der erste und häufigste Fehler, den die meisten haben, ohne es zu wissen: Sie haben keinen Plan. Sie trainieren einfach drauf los. Und vielleicht bist auch du schon dabei. Du hast irgendwas Geiles im Internet gesehen und hast gedacht, jo, das will ich jetzt auch, und trainierst, wie gesagt, einfach drauf los. Was du aber nicht weißt: Diese ganzen Fitnessathleten im Internet, die haben einen ziemlich konkreten Plan von dem, was sie machen und wie sie es machen. Also sei nicht so doof. Fang nicht einfach an und trainier einfach irgendwie wild drauf los, weil es gerade cool aussieht, sondern mach dir vorher eine Platte. Wie trainierst du gezielt zum Beispiel zu einem Muscle-Up? Denn solche Skills sind hoch anspruchsvoll und nicht einfach von heute auf morgen leistbar. Punkt Nummer 2, eigentlich fast genauso wichtig: falsche Ernährung. Du trainierst zwar ganz ordentlich, aber erzielst trotzdem keine Erfolge. Und woran könnte das liegen? Das könnte an der Scheißernährung liegen. Du frisst den ganzen Tag Junkfood oder isst mal gar nichts, weil du denkst, oh, jetzt muss ich eine Diät machen. Mach dir einen Plan auch hier. Guck, dass du deinem Körper ausreichend Proteine zuführst. Man sagt so 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag ist perfekt. Guck, dass du ein nicht zu großes Kaloriendefizit hast. Du musst jetzt nicht hier klein jedes Gramm tracken, aber mach dir eine grobe Idee: Wie ernähre ich mich richtig, wie ernähre ich mich für meinen Fitness, für meinen Alltag. Und wenn du das beherzigst, dann wirst du auch dahingehend Erfolge erzielen. Punkt Nummer 3, und auch da erwischen sich ganz viele Leute, die einfach super übermotiviert sind: zu wenig Regeneration. Stell dir vor, du bist gerade voll im Flow und hast richtig Bock zu trainieren und ballerst wirklich jeden Tag 110%. Aber wann wird der Körper denn besser? Während der Regenerationsphasen. Das heißt, guck, dass du auch da deine Trainingswoche sauber planst. Hier sind wir wieder im Punkt Planung. Ihr seht, das Ganze ergibt nachher ein großes Ganzes. Guck, dass du das sauber planst, dass du auch deine Regenerationsphasen eben in deine Planung mit reinbringst, um da auch bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Punkt Nummer 4, dir fehlt die richtige Technik. Auch da erwischst du dich vielleicht selbst. Du fängst gerade im Gym an oder du trainierst schon ganz lange, weil ein Buddy, der mit dir unterwegs ist, dir das mal gezeigt hat, aber eigentlich kein Fachmann dafür ist und zeigt dir eine Übung, die du irgendwie machen sollst, und du machst sie nachher falsch. Und die fehlende oder falsche Technik führt einfach nachhaltig dazu, dass du in falsche Haltungen rein trainierst, dass du dich vielleicht sogar verletzt. Und daher mein Appell an dich: Wenn du in ein Training reingehst, hol dir irgendjemanden Fachkundigen, irgendjemanden, der mit drauf schaut, der dich darauf hinweist, ob du die Technik richtig ausführst. Denn wenn du es von Anfang an richtig lernst, dann kannst du es auch nachhaltig richtig machen. Sei nicht so dumm, fang nicht an mit irgendwelchen falschen Techniken oder Abwandlungen, die du nicht beherrschst. Trainier sauber, trainier ordentlich und dann trainierst du lange, verletzungsfrei und auch effektiv. Der 5. und der schlimmste Punkt, und auch da nehme ich mich leider nicht raus: Ungeduld und Vergleiche. Ich trainiere schon seit einem Jahr mit Jens und Jens ist einfach der Meister im Handstand, und das will ich auch, und ich werde dann zu ungeduldig und ich merke das. Und so geht es euch wahrscheinlich auch. Ihr lauft durchs Gym oder ihr lauft durch Calisthenics Parks und ihr seht Leute, die performen da richtig. Egal, ob das die 100 Kilo Bankdrücken sind oder ob das die 10 Handstand Push-Ups sind. Die Leute machen das schon super lange. Das seht ihr nur nicht. Ihr seht die gerade da live performen und denkt: Boah, krass, das kann ich auch, das will ich auch. Seid nicht so dumm. All das, was die Menschen da schaffen, das dauerte eine ganz lange Zeit. Das kann über ein Jahr gedauert haben. Guckt, dass ihr euch davon nicht beeinflussen lasst. Das ist schön, dass ihr diese Menschen als Vorbilder für eure Ziele nehmt. Habt diese Vorbilder. Aber achtet auf euer Training, hört auf euch selbst und geht in dem Tempo vorwärts, das für euch angenehm ist. Overpaced nicht, seid schlau, trainiert nachhaltig. Habe ich zu viel versprochen oder gab es tatsächlich den einen oder anderen Punkt, wo du sagst: Yo, da sehe ich mich wieder, da könnte ich vielleicht an den Stellschrauben noch ein bisschen arbeiten? Dann hat es sich gelohnt, dass du dran geblieben bist. Wenn du jetzt weitere Inspirationen brauchst zu Trainingsvideos, zu wie fange ich an zu trainieren oder so, dann klick auf unsere Playlist, schau, was dich gerade interessiert, und du wirst mit Sicherheit irgendwas finden, was dir dann hilft, dein Training sinnhaft zu gestalten. In diesem Sinne,
Wir sehen uns. Beste Grüße, Marc. Ciao.